Hey, da ich hier schon mal im Regen unterwegs bin, kann ich ja gleich noch erzählen, was, also wie das war im Nationalsozialismus. Ich habe ihn ja selber nicht erlebt, aber ich habe sozusagen mitbekommen von meinen Großeltern, wie das eben war. Und man kann sagen, es ist eigentlich wie immer, wenn eine Diktatur da ist oder entsteht. Also es hieß dann, plötzlich tauchten ganz viele Uniformen auf und alle waren Nazis. Ja? Alle waren Nazis und das hieß, alle waren Mitläufer, alle haben irgendwie mitgemacht und haben mitmachen müssen. Mein Großvater auch, allerdings nicht in einer besonders verantwortlichen Position, aber er war Beamter und er musste eben doch da mitmachen. Also er konnte nicht sagen, ich bin gegen die Nazis oder so. Und alles, worum sich die Leute gekümmert haben, also auch bei meinem Großvater, war, dass sie einfach durchkommen und dass sie nicht in den Krieg müssen, nicht an die Ostfront müssen und so eine Sachen. Und ich will damit sagen, also dass man sich diese Dinge einmal als Sondersituation vorstellt, die irgendwie mit uns gar nichts zu tun haben und so. Wobei das eben viel, viel gewöhnlicher ist, als wir glauben. Ja? Und man kann, glaube ich, seine eigene Rolle, seine eigene Standhaftigkeit, wenn man so will, da ja mal prüfen, welche Barrieren hat man selber gegenüber irgendwelchen Ideologien, die plötzlich aufkommen und vorher nicht da waren. Plötzlich sagte man damals, wir müssen nach Osten, die Deutschen müssen sich ausbreiten. Ja? Woher kam das? Es hatte seinen Ursprung sicherlich im Ersten Weltkrieg, der ja verloren war für die Deutschen. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Deutschen wahrscheinlich keine große Schuld hatten am Ersten Weltkrieg, aber das kann man wahrscheinlich, das sollen Historiker sagen. Ich denke, der Erste Weltkrieg war für die Deutschen desaströs und es kam zu einem Frieden, bei dem die Deutschen Reparationen zahlen mussten in sehr hoher Art. Das wiederum lösten sie dadurch, indem sie Geld druckten und das wiederum führte zu einer katastrophalen Geldentwertung, die dann, ich glaube, 21 oder 22 ihren Höhepunkt erreichte und wo die Leute dann wirklich ganz arm wurden und kompletten Neustart machen mussten. Und dieses Gefühl, untergebuttert zu werden, das blieb wahrscheinlich und führte zu einer allgemeinen Stimmung, die dann die neue aufkommende Diktatur nutzen konnte und sagen konnte, wir haben jetzt das und das Ziel und das war damals nicht schlecht oder so, sondern die Deutschen hatten das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwie irgendwas machen in ihrer schlechten Situation. Und so, nun kam also wieder dieses, alle müssen mitmachen. Alle müssen mit an einem Strang ziehen und niemand darf ausscheren. Ja? Wieder gab es das Wort vom Volksschädling und von denjenigen, die da aus der Reihe tanzen wollen und so weiter. Und jeder musste dagegen sein. Und wie das nun auch immer so ist in solchen Situationen, die Leute machen auch mit. Die machen einfach mit und gucken, wie sie selber mit dem Hintern an die Wand kommen, wie man so schön sagt. Und damit der ganze Gedanke dann überhaupt erträglich ist, nach all diesen desaströsen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen nicht nur Täter waren, sie waren ja fürchterliche Täter, sie waren auch Opfer von dem, was dann als Kriegsfolge über sie hereinbrach. Um das überhaupt denken zu können, haben sie dann den Weg gewählt, alles diesen wenigen bösen Machthabern in die Schuhe zu schieben. Und natürlich der Zentralfigur
den Mann mit dem Schnauzbart hier. Und ich meine, das ist natürlich ein ganz schräger Gedanke, aber irgendwie ist es fast ein bisschen wie Jesus. Ne? Jesus hat die Schuld für alle auf sich genommen und natürlich hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, aber es ist jedenfalls immer dieses, einer trägt die Schuld für alle. Aber alle haben ja auch irgendwie mitgemacht. Es gab nach dem Krieg diese Aufarbeitung Rosen für den Staatsanwalt und so eine Filme. Und es war einfach die Erfahrung, dass die Machtstrukturen kontinuierlich weiter bestehen und nicht quasi aufgelöst werden werden. Die meisten anderen Leute müssen sich ganz neue Lebenskonzepte suchen. Und das war nach dem Ende der DDR eben auch so. Ne? Und ja, das wollte ich bloß mal sagen. Das ist also das, was ich von diesem Nationalsozialismus weiß. Wie gesagt, nur aus Überlieferungen. Und das stirbt natürlich auch aus mit den Leuten, die das noch erlebt haben. Es gibt ja bloß ganz wenige noch. Aber was, glaube ich, bemerkenswert ist, ist einfach die Kontinuität, wie einfach die Welt immer wieder revolviert, wenn man so will. Also immer wieder so einen Turnus macht, so eine Art, wie sagt man, da gab es auch diese Fourth Turning oder so. Ja, also in Wellen sich weiter bewegt. Und die Wellen haben immer dieselbe Struktur. Es geht auf, es geht und dann plötzlich geht es bergab. Das ist der normale Gang der Dinge. Ja. Es gibt auch diesen Spruch, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ich weiß gar nicht, wer das abgebracht hat. Sie reimt sich, weil die Struktur immer dieselbe ist. Und es hat eigentlich nichts zu tun mit irgendeinem spezifischen Denken, dass das also oder doch, es hat etwas zu tun mit diesem spezifischen Denken, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Ja, es ist meiner Ansicht nach das Streben in der Natur, in einer komfortablen Situation zu sein, indem man wie so eine Art Monopol hat. Und gleichzeitig wirken alle Kräfte gegen das dauerhafte Beibehalten eines Monopols. Jetzt im Sinne von Monopol der Gedanken. Am Ende fliegt es immer auseinander, nachdem die Katastrophen eintreten. Ich glaube, wenn die Menschen wirklich so Herr der Dinge wären, Herr ihres Schicksals und so weiter, dann würden sie das verstehen und würden es versuchen zu umgehen. Dann würde die Fortentwicklung der Menschen eine eher, sagen wir mal, gerade aufwärts gerichtete Linie sein und weniger so eine Achterbahn. Ja. Das wollte ich bloß noch mal zum Besten geben. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Bitte liked und abonniert, wenn es geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.